Und die Bottles, die 100% EP geben, brauche ich auch. Die kosten 3.800, also so 30, 35 Euro. Und die Party Scrolls kosten 5.500. Also alleine für Party Scrolls plus die FEC Flask zahlst du pro 30 Tage 9.300 F-Coin. Und dann hast du nichts außer Party Scrolls und diese Flask. Keine Power-Ups, kein CS-Pad, kein CS-Board. Also du hast dann einfach nichts, du hast nur das. Und das kostet schon fast 100 Euro. Also yeah. 100 Euro ist ein bisschen wenig. Es ist ein bisschen mager. Das ist eine Magermilch. 0,5% Fett. Und du brauchst die dicke, du brauchst die 5,5. Einfach keine Party-Scrolls bei anderen joinen, geht doch auch. Dann hast du aber keinen Link-Attack und machst keinen Damage. Wenn du No-Damage-Pox sein willst beim FEC. Also ich weiß nicht, was realistisch ist, weil ich es ja noch nie gemacht habe, aber schau mal. Du brauchst, sagen wir mal, du willst in 3 Monaten FEC durchgespielt haben. Das ist, denke ich, halbwegs realistisch. Du suchtest die ersten 3 Monate volle Kanne rein und setzt dir als Ziel, sagen wir mal, Mitte Mai geht's los, dass du Mitte August fertig bist. Dann brauchst du 3-mal die F-Coin Flask, 3.800 F-Coin. 3-mal die Party Scrolls, 5.500. Allein da sind wir dann schon bei 27.900 F-Coin. Die F-Coin Flask müsste man, wenn man richtig tryhard-mäßig unterwegs ist, theoretisch noch für einen Ringmaster kaufen. Ich persönlich würde sagen, das ist eher Geldverschwendung. Ich würde es eher nicht machen, sondern immer darauf achten, dass ich heile. Also immer heale mit dem RM, dass der nicht so abgehängt wird. Und halt Penya Flask, das sollte eigentlich reichen und man spart sich legit über 30 Euro im Monat. Finde ich, passt schon. Aber allein da bist du in 3 Monaten schon nur durch, wie gesagt, Party Scrolls und F-Coin Flask bei 27.900 F-Coin. Also über 200 Euro. Dann ist es ja aber nicht alles. Dann willst du ja auf jeden Fall beim Start mit Amplis spielen. Sagen wir mal 50 Amplis, halbwegs realistisch, das sind 50 Stunden. Also mal einfach so pauschal gesagt 50 Amplis im Monat. Sondern 150 Amplis. Nur für den Main Character. Das sind dann nochmal 15.000 F-Coin. Dann, je nachdem wie viele Power-Ups du haben willst, da kann man halt natürlich extrem übertreiben oder extrem untertreiben. Extrem untertreiben wäre Upcut und sonst gar nichts. Extrem übertreiben wäre halt alle Potions, die was bringen. Das bei den meisten Klassen wäre es Crit Damage und Crit-Rate. Plus halt Power Scroll wäre noch sowas. Und eventuell die Flasks, die mit den 20 Stats, 20 SDR, 20 Dex zum Beispiel. Also da kann man viel ausgeben, sehr viel ausgeben oder sehr wenig ausgeben. Upcut und DP-Tränke wäre bei dir, ja. Gut, aber da wären trotzdem... Gut, Upcut Stone kostet, glaube ich, 130, sagen wir mal pauschal, ja, auch 50. Man kriegt ja auch welche durch Spielen, man kann ja auch sein verdientes Penya einsetzen, aber wenn du wirklich durchstarten willst, dann willst du auch keine Zeit mit Handeln verschwenden am Anfang. Da willst du ja eigentlich durchgehend grinden, da hast du eigentlich keine Zeit in die Stadt zu gehen und irgendwas zu kaufen. Also am Ende des Tages vielleicht, aber du kannst doch nicht rumlaufen und handeln. Das ist ja kompletter Waste die ersten Tage. Also musst du ja schon durchziehen. Sagen wir da auch nochmal, sagen wir einfach nochmal 10.000 F-Coin für Upcut Stones plus gegebenenfalls andere Sachen, die vielleicht so noch anstehen. Return Town, Blinkwing of Madrigal und so Kleinigkeiten, die nicht viel kosten. Dann sind wir schon, wenn ich mich nicht ganz vertan habe, bei 52.900 F-Coin. Und dann gibt es aber noch, und jetzt kommt's, dann gibt es noch die NPCs. Und zwar 3% PvE-Damage. Ich glaube 3% mehr XP, oder sind es 5%? Bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Und 5% Drop-Rate. Da muss man halt auch überlegen,
wird man das brauchen? Ist es einem das wert? Die kosten an für sich nicht viel, aber man braucht auch ein Haus. Das kostet entweder 100 Millionen Penya oder F-Coins. 1000 F-Coins, glaube ich, ist das günstigste. Und wenn man jetzt wirklich sehr viel spielt, dann laufen die NPCs trotzdem auch relativ schnell ab. Also wenn du jetzt den ganzen Tag online bist und levelst, dann werden die NPCs ja 24/7 rumstehen. Und dann halten sie ja trotzdem nur 15 Tage. Das heißt, die müsste man trotzdem zweimal im Monat kaufen. Mal, sagen wir mal, 4 NPCs. Dann bist du auch bei nochmal 1000 F-Coin im Monat. Ich meine, gut, das macht das Kraut dann auch nicht fett, aber... Also ich schätze mal so, bis zu 60.000 F-Coin müsste man wohl rechnen für 3 Monate, wenn man es nicht komplett übertreibt. 60.000, wenn man es nicht komplett übertreibt. Wenn man es komplett übertreibt, dann ist man wahrscheinlich easy bei 100.000 F-Coin. Also wenn man wirklich alle Power-Ups anschmeißt von Anfang an und die erste eine Woche quasi eigentlich nur über Premium Store spielt, weil man keine Zeit mit Handeln verschwenden will oder so wenig Zeit wie möglich verschwenden will, dann ja. Aber wenn du wirklich so sehr übertreibst, hast du natürlich den Vorteil, alles, was du droppst, ist Gold wert. Wenn du einer der Ersten bist, die es droppen, da kommt natürlich auch wieder viel Geld rein. Aber wie gesagt, Handeln ist halt eigentlich wasted time. Also ich würde halt nur über Shout verkaufen. Das machen die Leute ja auch so. Die droppen irgendwas, hauen Server-Shout raus, verkaufe XY. Dann schreibt einer, yo, nehme ich für 3k F-Coin. Dann benutzt du eine Return Town Scroll, gehst zu ihm, verkaufst das Ding und levelst direkt weiter. Und dann kommt natürlich auch wieder Kohle rein. Also... Das war jetzt ja für 3 Monate gerechnet, die 60.000. Das heißt, für einen Monat wären es eher so 20.000. Und mit diesem Initial Investment 20.000, wenn du gut wirtschaftest und wenn du am Anfang richtig am Ball bleibst, dann werden diese 20.000 wahrscheinlich reichen. Aber da muss man halt wirklich einen sehr guten Start hinlegen. Perfekt muss er nicht sein. Aber braucht man wirklich einen sehr guten Start und muss sich halt wirklich... Also man muss halt wirklich beim Serverstart direkt am Start sein. Erst ein paar Stunden sind die wichtigsten. Und dann halt wirklich richtig durchziehen. Also die ersten paar Tage ist wahrscheinlich Minimum 12 Stunden. Und danach auch eigentlich so durchschnittlich wahrscheinlich 8 Stunden Minimum. Sonst kann man es vergessen. Also, dass man sich so viel refinanziert dann. Also so würde ich es mal einschätzen. Aber es ist jetzt natürlich eine Free-to-Play-Einschätzung, weil ich das selber noch nicht gemacht habe. Und es kommt halt aber auch immer darauf an, was du droppst. Ich glaube, die ersten Wedge-Suits und Cruiser-Suits, allein die sind schon ein paar tausend F-Coin wert. Ich verstehe gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Das ist so absurd eigentlich, welcher Trottel dafür so viel Geld ausgibt, aber es gibt halt die Leute einfach. Es gibt sie, es wird sie immer geben. Und das muss man halt, so blöd das klingt, muss man das halt leider ausnutzen. Wenn man wirklich erfolgreich sein will, dann braucht man das Geld dieser Leute. Die bereit sind, eine Cruiser-Suit für 50 € zu kaufen. Wie sich das allein schon anhört. Wie sich das allein schon anhört. Cruiser Suit 50 €. Geisteskrank. Und vor allem, du kaufst sie für 50 € und 2 Tage später ist sie nicht mal 5 € wert. Das ist das Krasseste dran. Bis man Cruiser zusammen hat, dauert halt. Ja, eben, deswegen checke ich nicht, warum die Leute so viel Geld dafür ausgeben. Wenn du eh Full Power-Up bist. Wenn du eh Full Power-Up bist und eh Pay-to-Win machst und halt diese 20.000 Initial Investment machst, dann scheiße ich doch auf Cruiser halt. Das ist mir doch scheißegal. Dann level ich doch einfach weiter. Ich bin so schnell Level 60 und so. Es ist doch wieder scheißegal, ob ich dann Cruiser habe oder nicht. Das lohnt sich doch überhaupt nicht, danach zu suchen. Das meine ich ja. Ich begreife das einfach nicht. Ich meine, klar, die Leute argumentieren dann immer so, ja, das verdient man ja wieder zurück. Man holt sich das Game ja dann, man holt sich das Geld ja dann später wieder zurück. Wenn man dann schnell ins High-Level kommt und so, holt man sich das Geld ja wieder zurück. Aber ich find's trotzdem bescheuert. Also mag sein, dass du das Geld zurückholst, aber die 50 € sind trotzdem weg. Also du kannst ja so viele F-Coin von anderen Leuten kaufen, wie du willst, aber die 50 € sind trotzdem weg. Also die kriegst du nicht wieder. Außer du betreibst illegales Zeug. Weed. I'm talking about weed.